Leute, das ultimative Track Race steht an. So etwas gab es noch nie, jemals zuvor. Denn wir werden die 3 ultimativen Hypercars gegeneinander hier auf den 1,6 Kilometer Racetrip auf dem Flugplatz Mendig gegeneinander fahren. Fahrzeugen starten, denn der Gewinner wird dann gegen den AMG One antreten. Das Formel 1 Fahrzeug mit Straßenzulassung schlechthin. Aber was haben wir hier überhaupt am Start? Wir haben hier einmal den McLaren P1 aus 2012, bedeutet mittlerweile 13 Jahre alt, 916 PS, serienmäßig. Und hier daneben den McLaren Senna, das ultimative Fahrzeug mit Straßenzulassung, extremer Leichtbau, 800 PS. Also ihr seht, 116 PS Unterschied. Allerdings muss man dazu sagen, der McLaren P1 hat ja vor kurzem seine Upgrade-Batterie erhalten. Bedeutet, wir haben hier noch mal einen Ticken mehr Leistung und es wird extrem spannend, denn ich habe vor einiger Zeit beide schon mal gegeneinander getestet und da waren wir bei einer Messung 100 auf 200 exakt gleich mit 3,9 Sekunden. Also werden wir jetzt gleich herausfinden, welcher von den beiden schneller ist und dann, Leute, wird der Gewinner von den beiden gegen den AMG One antreten und dann werden wir herausfinden, wie viel schneller ist der AMG One eigentlich oder ist er vielleicht sogar langsamer als der McLaren Senna oder P1. Ich würde sagen, wir legen los. Aber wir haben natürlich noch 2 Beifahrer mit am Start, damit auch wirklich alles den rechten Dingen zugeht. So, guten Tag. Was geht, Jalla? Hallo. Ich habe gerade gesagt, wir haben jetzt noch euch als Beifahrer mit dabei, damit auch wirklich alles den rechten Dingen zugeht. Die große Frage ist natürlich, McLaren Senna, McLaren P1, erstmal, wer glaubst du, welches Fahrzeug wird gewinnen? Ich weiß nicht mal, wie viel Leistung haben die jeweils? 916 PS und 800 PS. Dann würde ich jetzt auf den mit mehr Leistung gehen, tatsächlich. Ich sag Senna. Ja? Weil es daran liegt, weil ich den P1 fahre, oder wie? Ach so, okay, jetzt dachte ich schon, dass es am fahrerischen Können liegt. Wo willst du denn überhaupt mitfahren? P1? Aber da fahre ich. Das ist in Ordnung. Alles klar. Okay. Warte mal, warum darf sie eigentlich immer vor mir entscheiden? Warum wird mir hier immer die Entscheidung genommen? Das war bei dem Drag Race auch schon so. Das müsst ihr miteinander klären. Also du kannst jetzt entscheiden, ob du ein Gentleman bist oder nicht. Okay, sie hat recht, ja. Ich fahre beim Senna mit. Er ist mein Fahrer, richtig? Wir machen das Ding. Alles klar. So, reiß mal auf geht's. Hab mich gefreut, Jungs, ihr macht's das. Ja, danke. Wir haben zwar weniger Leistung, aber wir haben den besseren Fahrer an Bord. Besseres Reaktionsvermögen. Hast du viel Call of Duty gespielt? Alter, ich liebe Call of Duty. Ich auch. Oder was? Ja. Rebirth Island? Nee, ich hab's als Kind, also ich spiele mittlerweile nicht mehr, aber ich habe meine komplette Jugend mit Call of Duty verbracht. Aber auch davon gutes Reaktionsvermögen von Call of Duty. Ich brauche einen Senna, einen P1 allein schon wegen der Belichtung hier. Das ist die beste Belichtung, die ich jemals in einem Auto hatte. Da musst du im Senna mitfahren. Das Ja? ist, Bist du bereit? ja. 3, 2, 1. Perfekter Start! Oh, wir sind vorne, sieht gut aus! Dieser Senna ist so schnell. Aber jetzt holen wir auf. Wir holen auf. Komm schon. Oh, das sieht gut aus! Sieht sehr gut aus! Jetzt zieht er ein bisschen nach, das schaffen wir! Oh nein! Ja! Let's go! Ich glaube, Nee, ich glaube nicht. das war ziemlich gleich auf. Ja? Let's fucking go! Ja, Mann! Ey, der ist fast noch gekommen am Ende! Da bist du aber besser gestartet. Ja, perfekter Auch Start! der am Ende ankam, ne? Ja, Mann! Ich habe halt am Anfang so Wheelspin gehabt, aber wie wir aufgeholt haben. Ja, die haben krass aufgeholt, ehrlich. Ja, ich glaube, der Mochi hat ihn gerade gut gecoacht, wie er genau den Start Ja? durchführen muss. Ja, da müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal einen zweiten Run machen, weil ich habe keine Ahnung, wer jetzt von uns gerade gewonnen hat. Senna war auf jeden Fall voraus und dann haben wir aber richtig gut aufgeholt. Also ich glaube, jetzt beim zweiten Run fühle ich mich solide, wenn der jetzt richtig auf Temperatur ist. Ja, es
wir müssen noch mal einen machen, Robert. Muss noch Weil er war am Anfang voraus und dann haben wir aufgeholt und dann waren wir, glaube ich, genau gleich auf. Machen wir noch mal einen, oder? Machen wir Ja. noch mal einen. Aber jetzt kriegt er einfach noch eine Klatsche. Damit's richtig wehtut. Weißt du, wie ich meine? Komm schon jetzt! Ist er besser weggekommen? Jetzt haben wir Punch. Sieht gut aus. Ich gebe alles. Ja, jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn. Oh, das wird knapp. Oh, Scheiße. Das ist genau gleich. Ja. Das war so. Brutal, wir kommen am Anfang nicht weg von der Strecke. Scheiße, aber trotzdem gut. Jetzt ist er besser weggekommen am Anfang. Aber ich glaube, jetzt sind wir schneller gewesen. Ja, 100%. Ja. Das ist brutal, wie der obenrum rausgeht. Geil, das haben wir gewonnen. Ja, dann würde ich sagen, jetzt kommt der Endgegner. AMG One. Und jetzt wird es richtig interessant, weil da bin ich mal gespannt, inwiefern der AMG One wirklich schneller ist, beziehungsweise ist er überhaupt schneller. Das werden wir jetzt gleich herausfinden. Hey, also am Anfang haben wir richtige Traktionsprobleme gehabt, aber also wirklich in den letzten 2 Sekunden habe ich ihn gehabt. Wie das Ding obenrum rennt, leckt mich echt am Arsch. Ey, brutal. Das war ja so knapp, ey. Das hat so Bock gemacht. Am Anfang habe ich nicht wirklich Traktion gehabt. Ich weiß nicht, wie es bei dir gewesen ist, aber ich habe wirklich komplett gestruggelt. Ich war im 3. Gang so ganz leicht quer, als ich dann DRS und E-Pass gedruckt habe, aber dann wirklich in den letzten 2 Sekunden, ne? Ja, wir hatten beim ersten Start weniger, also einfach ein bisschen mehr Traktion und beim zweiten Mal ist gemerkt, haben die Reifen ein bisschen zu viel durchgedreht und das Momentum hat mir dann einfach gefehlt, um am Ende den letzten Meter zu haben. Also am Ende des Tages, sie nehmen sich so gut wie gar nicht. Wobei du sagen musst, obenrum ist der P1 einfach schneller. Es wäre jetzt natürlich noch interessant gewesen, wenn wir jetzt halt nicht im Race-Modus gefahren wären, weil natürlich hinten der Flügel nimmt schon dann Speed weg. Aber am Ende des Tages, wir haben DRS, E-Pass auf dem Lenkrad wie im Formel-1-Auto. Und wenn wir jetzt von Formel 1 reden, Leute, jetzt ist es soweit. Wir werden den AMG One gegen den McLaren P1 fahren. Und ganz ehrlich, ich finde das was richtig geil ist, denn der P1 war vor 15 Jahren das ultimative Hypercar mit Formel 1 Technik, ja, pure Formel 1 Technik, E-Pass, DRS. Und jetzt haben wir den AMG One, das neueste Fahrzeug, das ultimative Hypercar mit einem Formel 1 Motor und DRS und E-Pass. Und das werden wir jetzt herausfinden. Robert, holst du das Auto, oder? Ja, hol ich. Alles klar. Es wird ernst. P1 und der AMG One. Jetzt wird es richtig, richtig ernst. Ich bin gespannt, welches Auto schneller sein wird. Ich würde auch sagen, wir warten gar nicht viel länger, sondern wir steigen jetzt in den AMG One ein und jetzt werden wir schauen. AMG One versus McLaren P1. Three, two, one. So, und auf geht's. Oh, aber der P1 kommt aber richtig vorwärts zu. Komm. Alter! Oh. Alter! Ey, das ist unglaublich, wie schnell der P1 ist. Wir hatten einfach ein bisschen zu viel Wheelspin, sonst hätten wir ihn gehabt. Das ist ja unglaublich. Wir waren anfangs voraus und dann ist der P1 wirklich gekommen. Leck mich am Arsch. Also wir haben jetzt gerade gewonnen mit dem AMG One. Start war brutal. Ich glaube aber auch, dass seine Reifen einfach ein bisschen wärmer waren, die Hinterräder. Aber leck mich am Arsch, ist der McLaren P1 schnell. Alter. Unglaublich, was ein Feeling, Leute. Mir stellt die kompletten Haare auf. Wir sitzen hier im AMG One und machen ein Track Race gegen unseren McLaren P1. Es ist einfach so geil. Junge. Ey, geisteskrank. Aber weißt du, was wirklich geisteskrank ist? Der P1. Ey, das ist so schnell. Ich muss echt mal kurz einen Ferdi fragen, weil am Anfang war ich echt deutlich schneller. Ferdi, also erstmal mega.
Das hat so Bock gemacht. Was fandest du besser, Senna oder P1? Pass auf, ich fand, der hat einfach am Anfang ein bisschen zu viel durch die Räder gehabt. Ja, genau. Dann bin ich nämlich dran geblieben. Und da, brutal. Krass, gell? Brutal. Aber es war wirklich so das erste Momentum, war ich kurz weg Ja. und dann kamst du aber mir vorbei und dann ist aber gleich geblieben. Also ohne Scheiß, wenn der jetzt, sage ich mal, wenn du jetzt am Anfang nicht die durchdrehenden Räder hättest, weil ich habe halt natürlich hier die komplette Elektropower, Ja, voll. die mich halt da unterstützt. Aber das war brutal, weil du warst erst wirklich so und auf einmal schaue ich in den Seitenspiegel und du bist echt näher ja, auf gekommen, jeden oder? Fall. Ich dachte, wieso ist es nicht noch länger die Strecke, aber ja, Brutal. Ja, echt krass. Es ist unglaublich, Leute, der McLaren P1, wie ultra schnell dieses Fahrzeug ist. Und man merkt halt wirklich jetzt mit dieser Upgrade-Batterie, was das nochmal für einen Unterschied Ja, vor allem halt oben raus. Weißt du, auch mit dem anderen, waren es ja mit dem Senna vorher, war es ja genau gleich. Genau dasselbe. Oben raus, im gleichen Momentum dann kommt der und dann geht der halt richtig. Genau, ich glaube, man müsste halt jetzt hier einfach nochmal den Reifendruck anpassen und so, damit du untenrum einfach nochmal mehr Traktion bekommst. Dann würde ich vielleicht sagen, dass es fast gleich auf ist. Ja, Wenn nicht sogar vielleicht, und dann darfst du nicht vergessen, wir reden hier von einem Fahrzeug mittlerweile über 13 Jahre alt ist. Und daran sieht man einfach McLaren, einfach unfassbar. Aber natürlich auch hier Alm gewonnen. Also ich bin mir schon sicher, da wäre schon noch was gegangen, weil ich hatte tatsächlich auch am Anfang auch Traktionsprobleme. Aber auch unglaublich, wirklich unglaublich. Und einfach jetzt mal die zwei Autos nebeneinander hatten. Ferry erstmal, Das war so mega Dankeschön. geil. Ich danke dir, mein Lieber. Ja, du, sehr, sehr gerne. Ja, Leute, damit geht das Track Race zu Ende. Schauen wir mal, was noch so kommt. Kommentiert doch gerne mal drunter, Leute. Sollen wir öfters solche Track Races gemeinsam machen und dann hier mit diesen zwei ultimativen Hypercars gemeinsam hier auf dem Flugplatz in Mendig gemeinsam hier entlangfetzen. Erstmal auch da noch mal ein großes Dankeschön an den Flugplatz Mendig. Also es ist Wahnsinn, wie ultra entspannt das Ganze zugeht. Wir befinden uns auf der Start- und Landebahn und hier kommt jetzt einfach der nächste Flieger, der jetzt dann gleich hier entspannt starten wird. Also es ist wirklich richtig, richtig geil, hier zu sein. Und ja, ich bin extrem gespannt auf eure Kommentare. Wie gesagt, kommentiert gerne darunter, sollen wir öfters solche Track Races machen und vor allem, mit welchen Fahrzeugen? Was möchtet ihr zukünftig sehen? Welches Auto soll gegeneinander fahren? Und dann würde ich sagen, der Kollege ist raus, wir sind raus und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Peace out und Abfahrt.